Hallo, mein Name ist Anida Kadri und ich bin Volksschullehrerin. And my name is Jerilyn Chou and I'm a singer and teacher from Texas. Wir freuen uns sehr, dass wir die zweite Etappe der Videoreihe übernehmen dürfen. Als erstes möchten wir euch kurz die wichtigsten Themen dieser Reihe vorstellen. Das heutige Video befasst sich mit dem Lesen und Schreiben im Englischunterricht. With practical tips and tricks that you can immediately use in your classroom. Darüber hinaus werdet ihr noch einiges über die Wortschatzerarbeitung hören. How to teach English vocabulary words the fun, fast and easy way. Auch über den Einsatz von Musik, Bilderbüchern und digitalen Medien werdet ihr einiges erfahren. I love to sing and read and my kids love it too. Wir werden auch ein Aussprachetraining in Form eines Videos für euch zur Verfügung stellen. For those of us who struggle with English pronunciation, we're here to help. Genau. Im Fokus hierbei stehen immer die Grundkompetenzen 2 und 4 laut GERS, dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Und diesen oder genaueres darüber erfährt ihr aus dem Praxisheft 20 des ÖSZ. So what does this Praxisreihe say? First and foremost, it's very important that our students are first able to hear, understand, and speak the new English words before beginning to read and write. Das Lesen und Schreiben sollte aber auf keinen Fall aus dem Englischunterricht ausgeklammert werden. That's right. Let's say our children already know the words such as tortoise, budgie, and hamster. Now we can introduce the written form of the word. Genau, nun kommen wir konkreter zum heutigen Thema. Das mentale Speichern von Wörtern wird durch das Lesen und Schreiben nachhaltiger, da das Sichtbarmachen von Sprache einen visuellen Unterstützungsfaktor bietet, den sogenannten Visual Learning Style. Man hat dann sozusagen das Schriftbild zum Wort im Kopf und entwickelt eine sogenannte Sprachbewusstheit. As you can see, the pronunciation of the word and how it looks is quite different. The beauty of the English language. Genau, den Kindern wird also bewusst, dass Aussprache und Schreibung sehr unterschiedlich sein können. Das ist aber auch im Deutschen der Fall, denn wir verwenden auch viele englische Wörter und die Kinder treten oft damit in Kontakt. Zum Beispiel bei den Wörtern cool, Team, T-Shirt und ganz viele andere Wörter auch noch. Ja, und dazu braucht man im Deutschen teilweise die englische Schreib- und Lesekompetenz. Und das geschieht manchmal sogar in der 1. Klasse Volksschule, zum Beispiel bei der Erarbeitung des Buchstabens Y. Das wären Wörter wie Baby, Party, Hobby und viele andere. That's why flashcards with entire words or phrases are important. This is better than phonetics or letters, as that can be too confusing. For example, our children can learn the entire phrase, she's scared of. She's scared of hamsters. Genau, danke für diesen guten Tipp, Jerilyn. Ja, beim Einführen der Lesekompetenz gibt es ein paar wichtige Grundprinzipien, die wir als Lehrpersonen unbedingt beachten sollten. Erstens sollte man nur Texte vorgeben, die den Kindern bekannt sind. Das heißt, Wortschatz und Klangbild sollten den Kindern unbedingt bekannt sein. Zweitens, man sollte nur Wörter vorgeben, die man öfter sagt bzw. öfter vorliest und vorspielt. Tortoise, tortoise. Drittens ist es wichtig, laut vorzulesen, denn das dient zur Übung und Kontrolle der Aussprache. Tortoise, tortoise. Und in offenen Arbeitsphasen könnten Schülerinnen und Schüler bereits bekannte Kinderbücher lesen, und zwar selbstständig lesen. Dabei ist es wichtig, dass man ihnen ein Hörmedium zur Verfügung stellt, damit sie während des Hörens auch mitlesen können. Audiobooks are a great idea. Maybe your kids can use some from their English corner. Ja, das stimmt. Nämlich im English Corner könnten bereits bekannte englische Kinderbücher vorhanden sein, in denen die Kinder lesen können und ein bisschen schmökern können darin. Und somit werden sie schon unbewusst mit dem Schriftbild vertraut. Und Jerilyn wird euch jetzt ein paar praktische Aktivitäten nennen. Seid gespannt. That's right. Let's say we already know how to label our furniture, such as
table and chair, and we have these words around our classroom. We can also present the weather, such as on the board we have, what's the weather today? Today it's sunny. And that's great. We have some more ideas that you can use in your classroom. For example, we already know our words, tortoise, budgie, and hamster. Now we can test our children by mixing it all up. For example, we have the pictures on one side and the words mixed up on the other side. You can have a child come up to the board and match the picture to its correct word. You can also play memory with your children. Have the pictures and the words flipped backwards on the board. A child comes up to the board, picks one picture, says the word out loud, tortoise, and tries to find its matching word. For example, budgie. Even though it doesn't match, it's still a great way for children to practice speaking the English language as well as reading. There are other games that you can play, such as puzzle pieces. Let's say, for example, we're talking about St. Valentine's Day, and we have half of a heart with different words on it. Our children already know the words such as teddy bear or candy. You can take half of these hearts, spread them around the class, and then the children have to find their matching half. Once they find their matching half, have them come up to you and speak the words out loud, or they're reading them out loud to you. There are other examples found in the ÖSZ Praxisreihe, as well as worksheets in the databank on the ÖSZ website, and other websites such as those found in the British Council website. But we're going to talk more about that later. Sehr gut, danke für diese tollen Tipps, Jerilyn, und für diese guten Übungen. Nun werden wir uns konkret über das Schreiben unterhalten. Grundsätzlich gilt, dass alles, was gelesen oder geschrieben wird, natürlich zuerst mündlich geübt werden muss und den Kindern bekannt sein muss. Wenn es dann zum Schreiben kommt, liegt der Fokus in der Grundschule auf dem Abschreiben von Wörtern bzw. auf dem Gestalten von kurzen Texten nach Vorlage, wie Jerilyn euch das jetzt zeigen wird. For example, let's say we're talking about Christmas and we want to write a letter to Santa. Have the letter already pre-written for the children to copy, but make sure you leave enough blanks for the children to fill out on their own. You can also find a link to this exact letter in the YouTube link below. And you can also do this exact same thing with different poems like those found in the ÖSZ Praxisreihe, or with simple songs you may have been singing in class. Genau, und Charades und Pictionary, That's right. wird jetzt Jerilyn noch wieder erklären. We can also play games with reading and writing, such as charades or Pictionary. Let's say we're talking about hobbies like playing tennis or swimming. Have a jar of these words ready to go. Ask a student to come up and pick a word out of the jar. The child then, without letting the other children see, has to act out, draw, or write the word on the board. And then the other children can guess what that word is. And that child can then come up to the board and take a turn. You can also make this more competitive by splitting the class in two and adding a timer. Oh, Jerilyn, ich glaube, das wird den Kindern richtig Spaß They machen. love it. Oh ja, das glaube ich auch. Ja, ein drittes großartiges Beispiel ist es, ein Sandwich zu machen. Dazu schneiden die Kinder die einzelnen Teile aus und beschriften diese. Beim Beschriften muss man darauf achten, dass man die Wörter in der Klasse sichtbar gemacht hat. Zum Beispiel hängen die Wörter wie Cheese an der Tafel und die Kinder können diese dann abschreiben. Danach legen sie die einzelnen Teile aufeinander und erzählen uns anhand von vorgefertigten und erarbeiteten Sätzen, womit sie ihr eigenes Sandwich gefüllt haben. Und Jerilyn wird jetzt ein Beispiel dazu nennen. For example, I like tomatoes, lettuce, and cheese in my sandwich. Genau. Wir haben aber noch eine Übung entdeckt, nämlich in der Praxisreihe 21. Sie heißt Create Your Own Wordfield. Dabei bekommen die Kinder ein Thema, zum Beispiel wie hier das Thema Autumn.
Die Kinder illustrieren eigene Zeichnungen und beschriften diese zu diesem Thema. Zum Beispiel Apple schreiben sie und zeichnen einen Apfel dazu. Und diese Ergebnisse sind dann wirklich sehr individuell und das macht den Kindern Spaß, wenn sie so frei arbeiten können. Ja, ich denke, wir sind nun am Ende des Videos angelangt. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Lesen und Schreiben im Grundschulunterricht bereits zu Beginn erfolgen sollte. Zwar langsam und behutsam, aber es sollte auf keinen Fall aus dem Englischunterricht ausgeklammert werden. Denn die Kinder lernen so spielerisch mit dem neuen Wortschatz auch gleichzeitig das Schriftbild kennen. Und nun wird Jerilyn euch verraten, wie es in unserer nächsten Folge weitergeht. Thank you. That's right. Now that we know what we're teaching, listening, speaking, reading, and writing, we're going to teach you how we can teach these 4 basic skills. So we're going to talk about how we're going to introduce vocabulary words. It's going to be fun and simple and interactive, so stay tuned. Genau, und im Handout könnt ihr die Materialien und die Übungen, die wir heute genannt haben, euch durchschauen und vielleicht könnt ihr etwas davon brauchen. Danke, dass ihr dabei wart. Thank you. Tschüss.